Herzlich willkommen bei Robert Franz Gesundheit TV. Heute geht es um den Darm. Nicht um Ihren Darm, sondern um den Darm Ihrer Hunde. Denn alles Leben beginnt im Darm. Und wenn im Darm Leben ist, ist Leben im Hund. Herzlich willkommen bei Robert Franz Gesundheit TV. Robert, du hast heute etwas mitgebracht, um das Leben der Hunde noch mal ein bisschen zu fördern. Um das Leben der Hunde, ja genau, damit die Hunde, ich weiß, eine bessere Verdauung haben. Ja. So wie du weißt, ich mache selber mein eigenes Hundefutter. Ja. Riesen Hundefutterindustrie da draußen. Es wird versucht billig zu produzieren, alles reinzumischen. Die Hunde sind sozusagen Müllhalde der Nation, weil es alles reingemischt. Okay, es sind ein paar bewusste Hundefutterhersteller, aber ich habe, so wie ich gesagt habe, ein trockenes Hundefutter gemacht, ja, kalt gepresst. Einzigartig mit OPC, mit dem Mittel mit Traubenkernextrakt, mit Carnitin, mit MSM. So wie gesagt, ein Hund braucht 3 Sachen. Ein Hund braucht für die Gelenke, der muss sich bewegen, da habe ich MSM. Ein Hund braucht etwas für den Fell und ein Hund braucht für den Darm. Okay, in dem Hundefutter ist ja nicht so viel für den Darm drin, obwohl die vielen Kräuter drin sind, Kräuter aus der Eifel. Aber ich gesagt, Robert, mach etwas für den Hundedarm. Ja. Dann ist mir eingefallen, ich mache mal ein Probiotika für Hunde. Probiotika. Genau, Probiotika sind die Kulturen, die da im Darm drin sind, probiotische Kulturen. Und da beginnt die Verdauung. Kennt man sonst vom Joghurt, ne? Ja, ich. Joghurt mit Bifidus, links und rechts in Kulturen. Ich weiß nur, das Problem ist, Hund und Mensch sind verschieden. Und obwohl du hast vorhin OPC genannt. OPC wird ja sonst, kenne ich so aus Nahrungsergänzungsmitteln für Menschen. Ja, ich habe es für Hunde. Hast du in deinem Hundefutter? Genau, das sind Studien, da steht, dass Hunde bis zu 40% länger leben, und dann habe ich gesagt, okay, habe ich Hundefutter OPC, dann ist eigentlich das erste Hundefutter mit OPC, sozusagen weltweit. Die wenigsten haben immer wollen seit Jahren machen, okay, hat es keiner gemacht, bin ich gegangen, habe es gemacht, es läuft einwandfrei, die Menschen sind zufrieden, die Hunde, meine Frau hat einen ganz alten Hund gehabt, gesagt, Herr Franz, der war schon 15, 16 Jahre, wir haben schon den neuen Hund gekauft, dann haben wir Hundefutter gefüttert, jetzt springt auf die Laderampe vom Auto rauf und los, das will ich mal denken, was würde passieren, wenn so Opa mal so ihr Hundefutter isst, oder? Würde halt, ich weiß, die Polonaise in Altersheim Dimensionen nehmen. Das heißt also, auch OPC wirkt tatsächlich auch bei Hunden, ja, als genau, radikalen Fänger. Egal, ob jetzt viele Leute unterscheiden Tiere mit Menschen, wir sind ja fast von einem entstanden, aus dem, ich weiß, Wasser heraus sind wir gekommen, ich weiß, sind wir raus auf dem Festland, aber große Unterschiede gibt es nicht, obwohl der Mensch manchmal nicht handelt, der muss mehr auf sich hören, auf seine Intuition, auf sein Herz oder hören, auf sein auf den Bauchhirn sozusagen, und dann würde er viel besser gehen. Aber so wie gesagt, für mich ist da ein Riesenthema, auch ein Thema bei Menschen. Ich habe öfters auf Sendung gehabt, was mache ich für einen gesunden Darm? Können wir mal kurz durchgehen. Ich sage, Menschen und Hunde haben auch Probleme heutzutage. Warum? Durch die vielen Antibiotika, was da verabreicht wird. Antibiotika zerstören den Darm. Was wird da gemacht? Mehr oder weniger. Antibiotisch, ne? Gegen das Leben. Antibiotisch, genau, zerstört Leben. Wird da in Deutschland genommen, vielleicht Magenschutz, um Magen zu schonen. Ich weiß, vor Rumänien war ganz natürliche Alternative. Als Kinder haben Antibiotika bekommen, haben wir einfach Naturjoghurt gegessen. Jedes Kind hat in dem Moment, wo die Antibiotika genommen hast, ist schon die Mutter zum, ich weiß, Milchhalten gegangen, hat einen Joghurt gekauft, hat fängt auf vielleicht 10, 12 Antibiotika, für jeden Tag einen Joghurt gekauft. Die Kinder haben das genommen, ich habe auch Antibiotika genommen als Kind, ich habe gar nichts. Und einmal habe ich gehabt, mit 6 Jahren habe ich Nierenversagen, fast Nierenversagen gehabt, und da habe ich 4-mal am Tag Antibiotika Beschlüsse von Penicillin und Streptomycin bekommen, aber durch den Joghurt ist er halt, darum empfehle ich auch vielen Menschen heute, pass auf, wenn du gerade kommst und du Antibiotika unbedingt nehmen musst. Es gibt da natürlich Antibiotika, aber wenn einer sagt, okay, ich muss es nehmen, sonst, ich weiß nicht, ich vertraue ein Antibiotikum, nimm einen Joghurt, isst den Joghurt, nimm Antibiotika, dadurch passiert gar nichts, das wandert, die Resorption passiert im Darm, es wird die Darmflora nicht zerstört, finde ich voll in Ordnung. Und so wie ich sage, beim Mensch gibt es Probleme für den Darm. Was mache ich beim Mensch für einen gesunden Darm? So wie ich sage, erstmal Sonne. Sonne ist das Signal, genau nicht nur im Tierbereich, sondern viele Menschen haben richtig Probleme im Darm. Das sind viele, in Deutschland ja Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Divertikulose, der ganze Darm zersetzt sich sozusagen förmlich. Es kommen Darmstücke raus, es kommt Blut, blutiger Durchfall für manche Menschen. Und was wird gemacht von der Medizin, statt diesen Darm aufzubauen? Nicht nur mit Probiotika, sondern es nützt nicht nur ein Probiotika zu geben, und dann unten dran verrottet alles. Es muss ein fruchtbarer Boden da sein, muss Blutgefäß in der Resorption sein. Was wird gemacht? Die Ärzte geben dem Patienten MTX. MTX ist ein Gift,
Und in dem Moment, wo mein Darm kaputt geht, komme ich und schütte ich auf den kranken, vermodeten Darm noch eine Portion Gift drauf. Richtig verrückt. Du kommst davor, ich komme vor wie richtig wie im falschen Film, zur falschen Zeit, aber ich weiß, das ist sehr wichtig und deshalb sage ich, Probiotika ist nicht nur für Hunde oder für Menschen. In dem Moment, wo ein Darm nicht entsteht, es fehlt Vitamin D3. Ohne Sonne entsteht gar nichts. Und die haben bemerkt heutzutage, sozusagen, damit ich auch bei Tieren sage, ein Pathologe von Berlin habe ich mit ihm gesprochen, sagt, Robert, nicht nur Menschen, ich habe viele Tiere seziert, Pferd, Hund, Katz, alle haben Vitamin D3-Mangel. Weil sie zu viel in den Ställen stehen und, ja, genau, Ställen, Sonnenlicht. Und auch so, der Sonnenlicht, wir leben, ich weiß, Breitengrade nach oben, wo die Sonne keine Wirkung hat. Die Sonne hat vielleicht Wirkung, die UVB-Strahlen aktivieren Vitamin D3, vielleicht zwischen 11 und 13 Uhr. Die meisten Leute sind entweder in der Arbeit, da ist keiner, der steht. Ja. Da muss der Winkel passen, dürfen keine Wolken sein. Und außerdem heutzutage, die Haut ist so schwach, dass die Leute sich gar nicht der Sonne aussetzen können. Und darum sage ich, Vitamin D3 ist wichtig und darum, dass ich auch bei Tieren erwähne, wenn einer anfängt mit Probiotika, muss er schauen, dass sein Tier auch Vitamin D3 hat. Ich habe eine Frau gehabt, die hat einen Kater gehabt, der war fast tot. Und habe ich gesagt, Kim, sie hat einen Tropfen 1001 Vitamin D3, der Kater ist aufgestanden, hat den Fuß nicht mehr losgelassen, hat sich angefangen zu paaren, da in allen Ritualen, das ist, was die Sonne bedeutet. Der Kater hat sozusagen eine kleine Rakete in den Hintern gekriegt durch die Sonnenstrahlen. Und deshalb sage ich, zu dem Probiotika, was ich jetzt heute vorstellen werde, sollen die Hundebesitzer, Tierebesitzer mal durchdenken, dass die Tiere auch Vitamin D3-Mangel haben. Wenn eine Hundenahrung, eine enthält Vitamin D3, wenn sie nicht enthält, wäre gut, wenn man die Nahrung der Tiere auch mit D3 supplementiert. Wenn ich Schweine in Schweineställen, wenn ich Schweinefutter anschaue, da ist ja alles drin, Aminosäuren, Carnitin, D3, alles. Die Schweine sind sozusagen dort drinnen eingesperrt in der Dunkelheit, die haben ein wenig Kauspielzeug, um die Außenwelt, ich weiß, sozusagen zu beruhigen. Also die sind richtig 10, 12 Schweine eingesperrt in 4, 5 Quadratmeter, da ist die Sau los, die werden die Zähne kopiert, die Zähne abgefeilt, die Schwänze kopiert, weil das ist Mord und Totschlag und wir essen dieses Fleisch. Und deshalb sage ich, Darm ist ein Problem auch bei den Menschen und bei den Menschen sage ich, pass auf, nimm Vitamin D3, nimm OPC, mach eine Durchblutung für den Darm, nimm Schwefel, da ist der Darm entzündungshemmend, sehr gut was im Tier- und im Menschbereich, Okubaka. Okubaka ist ein homöopathisches Mittel zur Darmsanierung, Infektanfälligkeit und dann kommt das Probiotika. Nur ich sage, bei Menschen sind viele probiotische Sachen, ich habe auch Darmaktiv, Darmintensiv, es gibt Vitabiosa, wo zum Beispiel mit 19 Kräutern und Kulturen gemischt wird. Darmaktiv, Darmintensiv sind 40 Milliarden Darmbakterien, 14 Milliarden Darmbakterien ist ein wenig abgeschwächt. Es gibt alle Omdibiotika, aber die wirken nicht, wenn der Darm nicht durchblutet ist. Und deshalb müssen die Leute auch merken, auch wenn ich ein Tier habe und der Darm Probleme hat, kann ich auf Vitamin D3 kümmern. Ich kann einen OPC geben, überhaupt bei älteren Hunden, dass der Darm durchblutet wird. Und dann kommt jetzt das Probiotika. Das heißt, es sind Kulturen, die im Darm dann sich vermehren. Die sich vermehren. Und das Problem ist, Tiere haben andere Kulturen als der Mensch. Ich habe gesehen, ein menschlicher Darm hat komplett andere, die Tiere haben auch ganz starke Magensäure, die verdauen ja Knochen. Ja. So ein Wolf, die Hirsch reißt sowas, der nimmt Knochen alles mit. Erstmal werden die Kräuter von Magen, dann habe ich in Tierfutter auch Kräuter rein, weil es war früher, die haben Tierfutter mit Pansen gemacht, jetzt haben sie sogar verboten, rohen Pansen. Es werden sogar die Tiere sabotiert. Man, lasst doch die Tiere leben. Ja. Der Mensch, der geht ja auch an Dinge, und früher hat es Pansen gegeben, jetzt darf es nur getrocknet. Früher haben sie rohen Pansen gekauft, haben sie reine Tiernahrung getrocknet. Jetzt ist sogar Pansen verboten und eigentlich der Wolf oder selbst ein Löwe in der Serengeti, der greift das Gnu an und frisst erstmal die Eingeweide, der frisst das Gras und die ganzen Mineralien. Und dann wird einfach das Gnu sozusagen ausgeweitet. Dann kommt das Fleisch dran, die Faser und dann irgendwann die Knochen, da kommen Schakale, Kojoten, irgendwann kommen die Aasgeier, bleibt das Skelett da. Und dann, ich weiß, aber, und darum habe ich bemerkt, dieses Probiotika, was ich jetzt gemacht habe, ist komplett verschieden zum menschlichen. Ich habe auch Ziegen gehabt, habe Probleme gehabt, habe keinen Probiotikum gehabt. Jetzt werde ich dieses nehmen, die Ziegen haben Durchfall gehabt und so. Habe auch homöopathisch allerlei für Mittel, Phytolacca, was auch immer. Aber ich habe auch Vitabiosa Ziegen gegeben, habe gute Erfolge gehabt, aber es waren nicht die richtigen Bakterien. Und deshalb. Wie bist du auf die richtigen gekommen? Also hast du dich da an die tierärztliche Hochschule gewandt? Ich habe eine Firma, die mit mir arbeitet und mit dieser Firma, die haben auch Doktorarbeit, die haben das geforscht, haben auch geprüft, weil das Problem ist, wenn ich diese probiotische Kultur nehme, die müsste im Dickdarm ankommen. Bedeutet, sie haben den die Magensäure zu durchqueren. Und deshalb haben die Experimente gemacht, haben sie geprüft und da haben sie geschaut, was kommt hindurch. Und die passieren ohne Probleme, ohne zerstört zu werden. Das ist Probiotika. Das sind eigentlich, habe ich gesagt, wie soll man das machen? Okay, flüssige Form mehr oder weniger. Aber als Sticks, als kleine Sticks, ist ein weißes Pulver drin. Kann man machen, kann ich es mal da rein. Vielleicht nehme ich es sogar als Probe, so ist es bei Menschen, das ist eigentlich die
diese Darmbakterien, wahrscheinlich, ich weiß, schlecht wird es nicht sein, aber das ist speziell für Tiere gemacht. Und dieses Sticks tut man einfach auf ein Futter drauf, auf ein Nassfutter drauf. Im Wasser ist also gar nicht in Wasser auflösen, wie das jetzt macht, sondern ich würde es einfach nicht in in das Wasser Futter. auflösen. Ich würde es einfach, diese Sticks, ich habe das nur aufgelöst, das ist, wie es halt ausschaut, das sind da Milliarden 10 hoch 12 Kulturen. Und diese Kultur heißt nicht, ich weiß, Bifidus oder links oder rechts, das heißt Enterococcus faecium. Enterococcus faecium. Und das sind genau die Bakterien, was bei Tieren das bewirkt beim Hunden. Und das brauchen die Hunde. Es gibt auch, wir sind allerlei für Probiotika mit allerlei für andere Bakterien, aber das ist die richtige Bakterie. Und die wurde auch geprüft und sie vermehrt sich sogar im Darm. Ja. Und ich nehme diese Sticks nicht, wie ich im Wasser, habe es so gezeigt, ich nehme und tue das Pulver einfach drauf, auf ein Hundefutter, auf ein Nassfutter. Ja. Der Hund isst das, damit hat er. Und das funktioniert einwandfrei. Und deshalb sind viele Hunde, die bekommen Antibiotika. Die moderne Medizin setzt auf Antibiotika. Schweinebereich, Rinder, alles. Wir essen nur Antibiotika eigentlich. Müsst gar nichts mehr nehmen. Das kriegst Wollte ich gerade sagen. durch die Kläranlagen. Zumindest beim Schweinefleisch. Ich sehe, was da landet in die Kläranlagen. Da kriegst du die weiblichen Männer werden wieder weiblich durch die weiblichen Hormone vom Trinkwasser. Da kommt alles rein, Quecksilber, alles. Das landet in die Kläranlage und wir führen es wieder dem Kreislauf zu. Und so wie gesagt, diese Bakterien in Form von Sticks, kann man auf Futter drauf und die Tiere, die Schäden durch Antibiotika müssen da wieder restauriert werden. Und ich sage jedem Menschen, der auch wenn er Tiere das gibt, denkt darüber nach, wenn der Hund älter ist, schaut er seine Durchblutung an, gibt mal eine Kapsel OPC, man kann ein Stück Leberwurst geben. Ich habe auch OPC-Pulver, man kann den Hund geben. Und dann auch schauen, dass Vitamin D3, das überhaupt das Signal ist. Ich habe bemerkt, in dem Moment, wo sich ein Darm nicht erneuert, geht er kaputt, der verrottet sozusagen. So dass die Sonne ist das Signal. Erstmal, solange kein Signal ist, um Darmzellen zu entstehen, da kann ich noch so viel Probiotika und alles hinführen. Es hilft eine weiter, aber irgendwann sterben die Bakterien. Die Reihenfolge ist wichtig. Genau, klar. Also und erst Vitamin 3 oder auch OPC. Ja, normal, wenn einer Probleme hat, der kann gleich anfangen, einen Tropfen Vitamin D3, das ist auch bei kleinen Hunden, das sind 1000 Einheiten, muss auch nicht ewig, aber um zu beschleunigen, pass auf, dieser Darm wird jetzt aufgebaut und er wird durchblutet und dann sofort die Probiotika. Also das ist jetzt nicht zum täglichen Frühstück, sondern nur so eine Art Kur. Ja, eine Kur. Wenn die Hunde Probleme haben, ist zum Beispiel, das wird gegeben, je nach, ich habe jetzt Sticks gemacht, die kommen, glaube ich, 30 Sticks in eine Dose, aber die ganze Dose, das sind die 30 Sticks einfach schön drinnen, 30 Stück, eine Dose, die stehen da alle. Und man soll einen Hund mindestens 7 Tage geben. Ja, 7 also Tage. Wie eine Kur. Genau, wie eine Kur. Nach 7 Tagen ist meist die Darmflora hergestellt. Wenn ein Hund Antibiotika genommen hat, man sieht, der unter Durchfall oder hat keine gute Resorption, da fange ich an mit der Kur, 7 Tage. Wenn ein kleiner Hund ist, ich weiß, bis zu 10 Kilogramm reicht eigentlich ein Stick bei kleinen Hunderassen. Wenn der Hund mittelgroß ist, dann, ich weiß, 2 Sticks und bei Hunde ab 25 Kilogramm Milch 3 Sticks. Aber wenn du siehst, es reicht in allen Fällen. Wenn ich einen 30 Stick habe, habe ich einen Hund, mit 7 Stick habe ich eigentlich dann 4 mal 7 habe ich 4 Kuren drin, hat der Hund mittlerweile, habe ich weiß, fast 2 Kuren drin und wenn ein großer Hund ist, 3 Sticks, 25 Kilo, 10 sind 7 mal 3, 21, so das reicht auf jeden Fall. Man kann sogar bis zu zwischen 7 und 10 Sticks geben. Bedeutet, für einen Großhund ist die Überdosierung möglich. Also genau, ich werde auch einen Preis machen, wo das auch richtig für die Menschen Ding. Es wird in Nobelpreis, das ist ja glaube ich über 30 Euro. Wir schauen, dass ich unten bleibe. Wahrscheinlich so 22 Euro in dem Bereich und dann glaube ich, mein Hund ist mir so viel wert, dass ich Darmflora herstelle. Im Verhältnis zum Arztbesuch, Tierarztbesuch? Ich werde wahrscheinlich mehr brauchen, obwohl meine Hunde bis jetzt noch keine Antibiotika bekommen haben, weil ich habe 42 Hunde, so da geht schon was drauf. So wie ich sage auch Hundefutter. Ich brauche im Jahr 6 Tonnen Hundefutter für meine Hunde. Pi mal Daumen so 10.000 Euro von meinem Kind für die Hunde. Aber ich finde, die Hunde sind so wie meine Kinder und deshalb halte ich auch die Hunde. Mir fällt gerade ein, dass ich ab und zu Hunde habe Gras fressen sehen. Genau. Und da hat mir irgendjemand gesagt, das sei auch so eine Art Darmreinigung oder so. Ja, also genau. Die Hunde brauchen die Kräuter, ja klar. Die haben mir gesagt, wenn die Hunde Gras essen, kommt dann Regen oder was. Alte Bauernregel. Okay. Der Grund ist bestimmt was. Meine Hunde auch, wenn sie raus sind, wenn sie gleich Gras essen sie Gras für die Verdauung. Manchmal, wenn sie einen Fremdkörper im Magen haben, ist sie so viel Gras, bis sie alle rauswürgen. Haben wir vorhin mal einen so kleinen Plastikring rausgewürgt. Der isst so viel Gras, bis der Magen dann sagt, raus mit dem Ding, nicht nach hinten, so nach vorne. Umkehrschub, Jet, Umkehrschub und ist rausgekommen. Aber dass die meisten Hunde ja nicht in der Natur oder naturnah leben, sondern in der Stadt, haben sie diese Möglichkeit ja gar nicht. Und die Hunde sind auch clever, Tiere sind clever, darum haben sie auch Kräuter gemacht, haben für Heilung, für Menschen, haben sie geschaut, jedes Pferd hat einen Notizblock genommen, was ist das Pferd jetzt,
was ist das jetzt? Und dadurch hast du sich je nach Beschwerden, essen die Pferde die verschiedenen Kräuter, die wissen sie. Und ich habe noch kein Pferd gesehen, was sich vergiftet, sowas. Ja. Vergiftet werden sie durch Menschen oder die Kühe. Wenn sie Jakobskreuzreiter reinkommt, die Pflanze ist tödlich. Und dann, wenn 100 Gramm Jakobskreuz die Kuh oder das Pferd tot, oder wenn das Pferd vielleicht eine Koppel Robinienholz hat und das Pferd, ich weiß, ein paar Gramm Robinienholz ist das Pferd tot, 50 Gramm. Nicht wissen. Genau, klar, passiert das. Ja, die Akazie. Ja, diese Scheinakazie, ne? Ja. Genau, die Akazie, die normale Akazie. Die normale Akazie, wenn das Pferd an der Rinde klappt, genau wie, habe ich bei Pferd turniert, da waren ein paar Eibebäume, das Pferd hat ein paar so Eibetiere gegessen, Turnierpferd tot. Das Dumme ist, glaube ich, bei Pferden, die können nicht kotzen. Ja, also habe ich mal gehört, also sie können das nicht hochwirken, wie wenn mir schlecht wird, ne, dann kann ich das ja von mir geben, aber Pferde können das nicht. Ja, bei vielen, so wie ich sage, bei den Pferden ist das Problem mit Koliken. Warum? Der Mensch tut alles industrialisieren, das Pferd soll in die Nähe vom Menschen kommen. Viele haben nicht einmal Koppel und nehmen Pferde nicht Auslauf. Die Pferde sind gewöhnt, die rennen erstmal, essen ganz wenig Gras, da rennen sie wieder. Und was wird heute gefüttert? Meistens einmal am Tag. Viele sind zu faul zu füttern, hauen sie halt Heu hin, isst halt Ding und dann irgendwann kriegt das Pferd Kolik und die meisten Pferde sterben. Weil die zu viel auf einmal fressen. Genau, und kriegen Darmschlinge, Darmverschlingung und sowas. Klar, das ist ein Haufen Menge. Aber so, ich sage, jetzt hat jemand auch angerufen, ob die Pferden helfen kann und so. Gibt es auch viele homöopathische Mittel, hängt da was für Darmschlinge, ob jetzt Brionia nehmen oder, ich sage, Homöopathie hilft schon in vielen Fällen, aber ich sage, gibt dem Pferd, ich weiß, die Kultur rein, dass sich was bewegt hat, zu trinken und so, ich sage, dann entscheidet, aber es sind so viele Sachen, und das Problem ist, das größte Problem auf unserem Planeten ist der Mensch selber. Ich sage, der Mensch ist das schlimmste Tier, was da rumvegetiert auf dem Planeten, zerstört alles, nutzt alles aus und raubt alles aus, glaubt, er ist Herr der Schöpfung und alles. Aber, vielleicht an dieser Stelle, alle also die Tierarten, hat man mal in der vergleichenden Verhaltensforschung, die Tierarten, die am grausamsten zum Beispiel gegen sich selbst sind, also ihre Art, intraspezifisch, die sind auch am liebesfähigsten. Ja. Also die Liebesfähigkeit und die interspezifische Grausamkeit, selbst Delfine, da gibt es Vergewaltigung, Mord, Totschlag sozusagen. Ich habe die immer so als halbe Götter da gesagt, nee, sie sind zu beidem fähig. Und also ich sage, der Mensch ist auch dazu fähig. Genau. Also, nur er hat einfach vergessen, wer er ist. Ja, darum probiere ich durch Naturmittel, gerade gestern habe ich gesehen, gerade bei alten Parlamenten, da hat er gefragt, Robert, warum machst du das? Ich will schauen, dass der Mensch wieder zurück zu sich kommt, dass er sein wahres Ich entdeckt. Ja. Das heißt, Sie müssen nicht nach mir, das heißt, Sie müssen kein Urmensch sein oder barfuß gehen oder was auch immer. Auch wenn du das tust? Mit Bart, genau, wenn ich tue es, weil ich will sehen, was der menschliche Körper aushält, wie kann man die Maschine noch verbessern zu heutigen Bedingungen, weil ich auch, wenn ich sehe, ich gehe auf der Straße, ich drehe da drinnen, ich drehe eine fixe Nadel, weil allein für Dinge, ich nehme mal einen Keim oder so, aber ich habe kein Problem damit, wenn ich ein gutes Immunsystem, da packt das schon was. Aber in Krankenhäuser bin ich reingegangen, da waren Bakterien, haben gesagt, Robert, du musst unbedingt desinfiziert sein. Nein, die müssen sich gegen mich schützen, diese Bakterien, weil mein Immunsystem erledigt sie. Und habe auch keine Probleme gehabt. Ich sage seit 10 Jahren, einmal habe ich eine Jägermeisterflasche erwischt, habe ich den Hals rausgezogen, einfach weiter. Aber das ist schon was. Das Problem ist, wir müssen zur Natur verbunden bleiben. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir nackt geboren sind, wie jedes Tier, wie es auf dieser Welt entsteht, bei der Geburt, das zeigt den Zustand zur Verbindung. Ein Tier hat ein Fell und der kriegt niemals ein T-Shirt oder eine Unterhose oder Windel. Wir haben noch kein Schwein in Jeans gesehen oder so. Aber wir Menschen, wir sind nackt geboren, in Afrika schaffen wir in der Savanne zu leben, aber jetzt, nein, ist nicht möglich. Schon im Herbst fängt es an zu zittern und im Winter friert der Arsch ein. Und deshalb, wir können den Zustand nicht herstellen und müssen wir die Illusion auf den Kopf schaffen, dass wir durch Nahrungsmittel, allerlei für Sachen und durch angezogene Kleider und Schuhe und Strümpfe, wir Natur, wir sind Bio, wir sind Natur, verbunden zur Natur. Nichts Natur. Natur musst du jetzt über den Mund nehmen, weil deine Haut nicht mehr naturfähig ist. Weil wenn ich meine Haut der Sonne aussteht, dann innerhalb von einer halben Stunde gehe ich so einen Sonnenbrand, dass ich dann, ich weiß, 2 Jahre nur Angst habe, dass ich keinen Krebs kriege. Aber die Angst. Ja, genau. Die Angst von alles. Die Angst ist der schlimmste Begleiter des Menschen. Angst. Absolut. Angstfrei ist die höchste Eigenschaft eines modernen Menschen, der richtig überleben will. Angstfrei. Keine Angst vor nichts haben. Einfach sich dem Schicksal zu stellen. Ja. Egal was kommt, was kommt. Und durch meine Erfahrung, entweder überlebe ich es nicht. Aber das ist Evolution. Nicht sich verstecken, sich hüten. Das ist doch keine Evolution. Wir sind stehen geblieben in unserer Evolution. Der menschliche Körper wären wir so gewesen. Ohne Industrie wären wir komplett was anderes gewesen. Weiß nicht, vielleicht
So würde ich sagen. Verbindung zur Natur, da wirst du jeden Stein, jede Blume verstehen. Es wird alle Kommunikation, wird nicht da Mikrowellen oder was auch immer vielleicht musste, ich habe neulich darüber nachgedacht, warum manche Menschen ein solches Schicksal oder so haben. Vielleicht ist es der Clou, dass wir erst etwas verlieren müssen, Ja. um diese Selbstverständlichkeit, aus der wir kamen, überhaupt erstmal zu achten. Ja, also wenn der Fisch im Wasser, der denkt nicht über Wasser nach, ja, aber wenn er an Land auf einmal zappelt und merkt, er ist nicht mehr im Wasser, da fehlt ihm was. Also dass wir jetzt sozusagen uns auf den Weg zurück machen, nicht, dass wir auf die Bäume gehen, aber wieder uns verbinden. Ja. Und das Leben, ja, das Leben ist vor allen Dingen auch im Darm, es ist einer der größten Organe neben der Haut und Lunge. Richtig groß und ich meine, auf 1 Quadratzentimeter Darm haben wir 1 Milliarde Darmzotten. Ja. Da kannst du nicht mal eine Nadel rein, wenn keine Durchblutung, wenn kein Signal zur Erneuerung, geht das ganze Gewebe aus. Und außerdem die Probiotika muss ernährbar Boden, sonst werfe ich die Sticks einfach auf den Müllhalde, geht ja alles kaputt. Da würde ich Tulpen auf der Müllhalde werfen, in den fruchtbaren Boden wachsen die Tulpen, dann vermehren sich. Aber darum bin ich froh, dass ich jetzt wieder geschafft habe, wieder ein Produkt für Hunde zu machen, Probiotika für Hunde, aber auch richtig die richtigen Kulturen, mit dem Hund helfen. Wahrscheinlich für Hundebesitzer, die waren ohnmächtig verstanden, der Hund ist die Darmfrage, was soll ich machen? Und haben sie wahrscheinlich menschliche Bakterien rein im Hund, mehr oder weniger haben sie geholfen. Aber ich meine, durch dieses Produkt, ich sage immer, man muss nicht, Arzt sein oder Wissenschaftler, um sowas zu machen. Genau wie ich viele andere Sachen gemacht habe. Wenn mich ein Thema interessiert, setze ich mich auseinander, lasse mein Geld damit spielen und nicht fest. Darum, ich bin ein Kind geblieben. Ein Kind, wenn ich zum Beispiel die Sticks da gebe, Erwachsene, die werden sagen, okay, kann ich benutzen als Zuckerverpackung. So ein Kind wird versuchen, das auch in Hintern reinzustecken. Vielleicht erfinden wir Direkteinführung der Bakterien. Jetzt könnte ich auch das denken, ich kann das Pulver vielleicht auflösen und rein. Wie ein Bömmchen, früher haben wir das Bömmchen genannt. Bis jetzt, ich bin jetzt auf die Idee gekommen, habe da rumgespielt und könnte ich auch von hinten rein nicht übermachen. Dann brauche ich nicht die Magensäure zu überwinden. Stimmt. Eben, habe ich direkt hin. Und das fruchtet genau wie ein Einlauf. So, ich sage genau wie ein Kaffeeeinlauf. Die Einläufe, die sind auch ausgestorben bei den Menschen. Ja, es gibt heute Einlauf, aber in Sachen im Dingbereich. Die Essener haben das schon gemacht. Also nein, meistens verpasst mit den Kalebassen. Ja, aber heutzutage verpasst der Chef den Mitarbeiter den Einlauf. Genau. Das ist aber ein Einlauf. Ist nicht so gesund wie der andere, geht voll auf die Psyche. Ja. Und da habe ich Einläufe und vielleicht, ich habe auch viel über Einläufe gesehen, Kaffeeeinlauf, alles was man macht. Man kann ja, weil der Darm ist da voll offen, der nimmt sofort auf. Es muss halt stimmen, die Temperatur muss stimmen, alles. Und vorhin hat man erzählt, hat einen Kaffeeeinlauf gemacht, beim Einlaufen, als ich nicht verbrüht habe, beim Rauskommen war er voll verbrüht. Da war er 2 Monate im Spiegel, immer beim Spiegelstand geschaut, was da verbrannt ist auch nicht, ob der Auspuff in Ordnung ist. Aber so, es sind viele Sachen, wo die Menschen gar nicht mehr kennen. Ich weiß, als Kind, da war noch das Irrigator, war dort meine Mutter gehangen. Wenn die Frauen Probleme haben, die haben sie in Scheiden oder Einlauf gemacht. Das so heutzutage, ist tabu. Wir haben sie entwickelt, aber haben Angst vor ihrem eigenen Körper. Ja. Wenn einer mal ein Wort im Mund nimmt, wir sind Brüder als in Amerika. Obwohl, ich weiß, riesige Sex und da läuft Pornoindustrie, aber es wird, was mich ärgert, die Leute müssen direkt sein, die Leute müssen offen sein. Mann, sag du was auf dem Herzen hast, das bist du ja, was du immer. Ja. Genau. Wir haben unsere Natürlichkeit verloren. Natürlichkeit. Genau. Ja. Und deshalb. Ja, also Probiotika für die Hunde. Ja, kommt auf vielleicht irgendwann auch. Vielleicht gibt es irgendwann den Hundeeinlauf. Genau, okay. Genau. Wobei, da wird zwar resorbiert, aber letztendlich müsste man dann mal. Ja, aber es ist auch besser von über dem Ding. Es wird schon der Dünndarm besiedelt. Genau, die Bakterien entwickelt sich langsam und dann kommt es in den Dickdarm. Und so sagt es. Einfach, ist auch gut für viele, genau für Resorption, für Vitamin B12 und so. Also viele Leute können nichts mehr resorbieren. Ja. Wahrscheinlich auch viele, vielleicht auch für, Hunde, die, Krebs haben und so. Das ist ja, also was ich erfahren habe, dass Morphium, wenn die Leute ein Morphiumpflaster haben, dass dann, also über längere Zeit, der Körper nichts mehr resorbieren kann. Das heißt, die Leute sagen, der Krebs hat sie aufgefressen. Die haben gegessen noch und nöcher, aber der Darm kann es nicht mehr aufnehmen. Ja, und deshalb empfehle ich bei Krebspatienten auch, sie sollen den Darm schützen. Keine schützt den Darm. Jeder wütet am Körper rum, schneit, schnibbelt, schüttet Gift rein, strahlt und alles, das wäre in Ordnung. Aber der Darm, das wichtigste Organ, was da ist, wird einfach fallen gelassen. Im Darm sitzt das Leben. Und wenn der Darm kaputt ist, dann machst du gar nichts mehr. Wenn die Leute anrufen, Herr Franz, haben Sie einen Ratschlag für mich, ich habe Krebs, habe ich gesagt, können Sie schlucken? Nein, nicht mehr. Ja. Genieße die letzten Tage. Nehmen Sie ganzes Geld, Kinder, Karibik, trinken Caipirinha, wir sehen uns im nächsten Leben. Ist halt so. Okay. Danke, Robert. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben erfahren, Sie können
für das Leben Ihres Hundes ganz was Einfaches tun. Die Reihenfolge ist wichtig. Vielen Dank für Ihr Interesse und bald wieder bei Robert Franz Gesundheit TV. Tschüss.